Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung, herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures und einem neuen Video aus der Schrauberecke. Vor dem E-Trace hatte ich bei meiner Tenere komplett die Radlager vorne und hinten gewechselt und dann beim anschließenden Offroad-Training auf der Area 39 in Gröningen ein ziemlich hässliches Schleifgeräusch an der Vorderradachse festgestellt. Bei genauer Inspektion hatte ich den Übeltäter schnell ermittelt. Und zwar, die rechte Bremsscheibe lag komplett mit der linken Seite an der Bremszange an. Wie konnte das passieren? Ich hatte die Räder schon dutzende Male demontiert und nie Probleme mit den Bremsen gehabt. Erst dachten wir, die Radlager aus dem Zubehör wären nicht tief genug eingepresst oder aber hätten eine unterschiedliche Breite zu den OEM Yamaha Lagern. Also wurde das gecheckt, konnte aber schnell ausgeschlossen werden. Dann haben wir die zwei Distanzhülsen ausgemessen. Beide sind aber gleich breit, ein Vertauschen konnte demnach auch ausgeschlossen werden. Die Gabel hatten wir auch einige Male durchgefedert, um die Spannung rauszunehmen. Daran konnte es also auch nicht liegen. Langsam wurde es kompliziert. Also habe ich die Bremse ausgebaut und gecheckt, ob die Bremszylinder fest sind. Das kam mir am unwahrscheinlichsten vor, da die Bremsscheibe ja links schliff. Natürlich waren die Bremszylinder auch frei. Die ganze Sache hat mich fast in den Wahnsinn getrieben, also habe ich einen Beitrag in die Tenere 700 Gruppe geschrieben und einige Bilder vom, ich nenne es jetzt mal, Tatort hinzugefügt. Und siehe da, das Problem war weiter verbreitet als gedacht. Selbst T7-Fahrer, die ihr Moped frisch aus der Inspektion geholt hatten, hatten dasselbe Problem. Der entscheidende Tipp kam dann von Stefan aus der Facebook-Gruppe. Checkt also die linke Vorderradbremse. Und wenn du das gleiche Problem feststellst, solltest du jetzt die Ohren spitzen. Jo, erstmal sorry für das schlechte Bild. Ich habe das Ganze spontan im Parkhaus abgefilmt, um euch an der Lösung teilhaben zu lassen. Wie du hier siehst, liegt die Bremsscheibe direkt an der Bremszange innen an. Also lösen wir zuerst die 10er Klemmschrauben und dann mit dem Multitool von Adventures die Steckachse. Diese drehen wir einige Umdrehungen raus. Anschließend löst du die 12er Schrauben vom Bremszylinder und drückst mit einem dünnen, breiten Schraubendreher die Bremsklötze bzw. die Bremszylinder zurück. Soweit so gut. Jetzt wieder die Bremse montieren, aber noch nicht auf Druck pumpen. Die Gabel mehrfach komprimieren, dadurch richtet sich diese aus. Anschließend solltest du das Moped auf dem Boden stehen lassen, also nicht wieder aufbocken. Nun ziehst du die Steckachse wieder auf das richtige Drehmoment fest. Ich nehme immer 70 Newtonmeter. Und jetzt kommt es. Die Bremsscheibe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit links immer noch nicht richtig mittig ausgerichtet. Schau dir nun die Steckachse auf der rechten Seite an. Diese muss bündig mit der Gabel abschließen. Sollte das nicht sein, musst du diese ausrichten. Dazu musst du, wie ich hier, leicht auf die Gabel hauen, bis alles stimmt. Oder eventuell die Gabel leicht nach außen ziehen. Wie gesagt, Steckachse und Gabelaußenseite müssen eine Linie bilden. Die Bremsscheibe sollte nur mittig ausgerichtet sein. Jetzt ziehst du noch die 10er Klemmschrauben fest, pumpst Druck auf die Bremszylinder und federst mehrfach durch. Jo, das war's eigentlich schon. Kleines Problem, große Wirkung. Also Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere nützliche Tipps aus der Schrauberecke erhalten möchtest, abonniere den Burning Feet Adventures Kanal und vergiss nicht, das Video zu liken.